Mit Magicka 2, Learn to Spell Again, bringt Paradox einen Nachfolger zum vielseits anerkannten Magicka. Der Erstling hatte einige Macken und Abstürze, hat aber dennoch allein oder mit Freunden unglaublich viel Spaß gemacht. Der zweite Teil spielt einige Jahrhunderte nach dem ersten, nach den Zaubererkriegen, in denen viele Zauberer gestorben sind. Und ohne die Beschützer der Menschen, die versehentlich die Ernte niederbrannten oder das Vieh töteten, begann die goldene Zeit der Menschen. Der Seher Nostria aber hatte eine Prophezeiung. Irgendwo in Midgard sei ein Kind geboren worden, das die Macht über die Elemente besitzt und damit unendliche Macht haben würde, wenn es erwachsen ist. Aber die Prophezeiung spricht auch von einem Schatten, der verhindern will, dass das Kind jemals seine Fähigkeiten erkennt. Deshalb kehrt Vlad, der übrigens kein Vampir ist, nach nur wenigen Dekaden aus seinem Urlaub zurück und sucht in Aldrheim, der ehemaligen Zaubererschule, nach Zauberern, die die Welt retten, und findet dabei euch. Und jetzt lasse ich euch mal kurz zuhören, denn die Synchronisation ist eines der besten Teile des Spiels. There he hoped to find 1 to 4 brave wizards to whom he could give the glorious quest of saving the world. Trollgubbe, je vandrar kvarter om tider ett Vipskastel puff. Die Synchronisation ist zusammengewürfelt aus Teilen Schwedisch, Englisch und Deutsch und sicher finden sich noch einige andere Sprachen im Mischmasch. Das macht ja durchaus Sinn, wenn wir uns in Midgard befinden, dem Ort der nordischen Mythologie. Nicht nur klingt das unglaublich witzig, sondern erspart den Entwicklern im Gegenzug auch die Lokalisierung der Synchronisationstexte. Einziges Manko hier ist, dass die Texte teilweise nicht komplett auf dem Bildschirm sind, je nachdem, wie ihr die Kamera einstellt. Zu Beginn des Spiels erlernt ihr nach und nach die Elemente, die ihr im Spiel dann verwenden werdet. Da gibt es Wasser, Feuer, Leben, Tod, Schild, Erde, Blitz und Eis. Diese Elemente könnt ihr wild kombinieren. Dazu habt ihr 5 Slots frei. Einige Zauber wie Wasser und Feuer oder Blitz und Erde heben sich gegenseitig auf. Andere verstärken sich. Beispielsweise wenn ihr Feuer und Tod verwendet und damit alle Gegner, die vom Todstrahl getroffen werden, zusätzlich Feuerschaden erleiden. Und das macht ja auch den ganzen Spaß des Spiels aus. Ihr kombiniert Zauber, immer auf der Suche nach der idealen Kombination für diese Gegner. Ihr könnt aber eure Zauber nicht nur auf Gegner schießen, sondern auch auf euch selbst anwenden. Aber ihr könnt auch eine Radialattacke ausführen, die alle Gegner in der näheren Umgebung in Mitleidenschaft zieht. Außerdem könnt ihr eure Waffe verzaubern, sodass eure Schläge stärker werden. Euch steht auch noch eine Nahkampfwaffe zur Verfügung, die ihr im Laufe des Spiels auch austauschen könnt. Sterbt ihr im Spiel, ist das nicht so tragisch, da euch eine Fee wiederbeleben wird. Allerdings müsst ihr dann eure Waffen wieder einsammeln. Mithilfe des Magics Wiederbelebung ruft ihr eine neue Fee, die euch wiederbeleben kann. Auch wenn ihr einmal gänzlich das Zeitliche segnet, sind die Kontrollpunkte selten weit voneinander entfernt. Als Gegner stehen euch unter anderem Goblins, Spinnen, Orks, Trolle und andere mythische Kreaturen wie Hexen und Zauberer gegenüber. Auch das ein oder andere Skelett werdet ihr finden. Einige Gegner lassen sich mit bestimmten Kombinationen besser töten als andere. Sicherlich empfiehlt es sich auch, den gegnerischen Zauberern als erstes den Garaus zu machen, weil die andere Feinde heilen können. Auch solltet ihr die Elemente für euch benutzen. So hat es wenig Sinn, Gegner, die im Wasser stehen, mit Feuerzaubern zu belegen, dafür umso mehr mit Blitzzaubern. Seid ihr dabei aber selber nass, ist das ein schneller Weg, euch selbst umzubringen. Die Magics, die einer D-Pad-Richtung zugewiesen sind sozusagen besondere Zauber, die ihr theoretisch auch durch eine bestimmte Kombination an Elementen hervorrufen könnt. Sie können euch in besonders brenzlichen Situationen helfen, beziehungsweise euch dabei unterstützen, wieder die Oberhand zu gewinnen.
An bestimmten Stellen findet ihr bessere Stäbe oder Waffen, die euch zusätzliche Boni oder auch Nachteile geben können. So ist bei manchen beispielsweise die Feuerstärke vergrößert, aber die Lebensstärke ist deutlich abgeschwächt. Ob ihr die Waffen sinnvoll nutzen könnt, liegt dann an euch. Grafisch ist Magicka 2 wie aus einem Guss. Es sieht großartig aus, die Umgebungen sind liebevoll gestaltet und auch sehr abwechslungsreich. Die musikalische Untermalung ist großartig und die Tracks passen gut ins actionreiche und sehr wuselige Geschehen. Die Synchronisation ist einmalig. Besonders gefallen haben mir die eingestreuten Witze in den Dialogen. Außerdem gefällt mir, dass es einige versteckte Geheimnisse in den Leveln gibt und auch Rätsel, die ihr nur dann lösen könnt, wenn ihr einige Freunde mitgebracht habt. Insgesamt macht Magicka 2 sehr viel Spaß. Es steuert sich oftmals richtig gut, auch wenn die Zuweisung zweier Elemente zu einem Knopf auf dem Gamepad etwas gewöhnungsbedürftig ist. Das Umschalten erfolgt dann mit einer Schultertaste. Daran gewöhnt man sich eigentlich recht schnell, dennoch geht auch später im Spiel der ein oder andere Zauber daneben. Wenn ihr noch Mitspieler findet, wird das Spiel zur richtigen Granate. Auch gibt es noch einen Herausforderungsmodus, der zusätzlichen Inhalt in das Spiel hineinbringt und euch für einige Zeit unterhalten wird.